Hallo, herzlich willkommen zu CaseKing TV. Heute mit einem neuen Gehäuse aus dem Hause Bitphoenix. Dieses haben wir vor einiger Zeit schon mal in einem Preview vorgestellt, haben euch ein Sample gezeigt, wo ihr selber auch Ideen einbringen konntet, und Bitphoenix hat sich diese immer durchgelesen und hat auch fleißig mitgeschrieben. Nun, das Bitphoenix Prodigy ist nun fertig und es hat eine ganze Menge zu bieten, obwohl, wie ihr schon sehen könnt, das Gehäuse doch recht klein geblieben ist. In das Bitphoenix Prodigy passen Mini-ITX-Platinen, das heißt nochmal eins kleiner als Micro-ATX, was aber trotz alledem ausreichend Leistung zur Verfügung stellen kann. Kommen wir damit auch gleich zum Einbau dieser Platinen. Wir haben hier mal in dem schwarzen Prodigy für euch vorbereitet eine Mini-ITX-Platine mit direkt einem CPU-Kühler. Hier auch ein recht großer CPU-Kühler, der Sigmatech Dark Knight. Wir haben es sogar geschafft, unter Herausnahme des Festplattenkäfigs einen Prolimatech Genesis einzubauen in dieses Gehäuse. Wohlgemerkt Mini-ITX. Das heißt Mini-ITX, ihr habt meistens einen PCI-Express-Slot und dieser ist auch besonders interessant für uns, denn wir wollen natürlich auch eine entsprechende Grafikleistung, gerade wenn wir spielen. Nehmen wir einfach mal den 3,5 Zoll Slot raus und dann seht ihr hier eine GTX 680. Passt ohne Probleme in das Gehäuse. Ihr habt also die Möglichkeit, hier mit einer Mini-ITX-Platine Sockel 1155 beispielsweise plus einer GeForce GTX 680 ein wirklich potentes System auch herzustellen. Schauen wir uns die einzelnen Details mal am Beispiel des Weißen nochmal an. In der Front, wie man sehen kann, sehr schön clean gehalten. Im Schwarzen mit sehr viel Mesh, hier im Weißen geschlossene Front mit Bitphoenix-Logo und 5,25 Zoll Slot. Machen wir die Seite mal auf und schauen uns die Laufwerkseinbaumöglichkeiten an. Die Seite hier noch mit Mesh, damit auch Frischluftzufuhr gewährleistet ist. Nun die Aufteilung thermisch abgeriegelt. Wir haben hier einmal den Netzteilschacht, diesen können wir ebenfalls über Thumbscrews komplett herausholen, um das Netzteil außerhalb des Gehäuses zu befestigen. Dann auffällig die Laufwerkskäfige. Wir haben hier an der Zahl 5 für 3,5 Zoll Laufwerke, diese natürlich auch für 2,5 Zoll nutzbar. Und wie ihr eben schon gesehen habt, der ganze Käfig auch in einem herausnehmbar. Man könnte ihn auch drehen, genauso wie den unteren. Alles über Schrauben einfach abmachen, umdrehen das Ganze und schon könnt ihr die Festplatten auch von der anderen Seite nehmen. Das Board, ganz klar, und hier im hinteren Bereich die Möglichkeit, einen 12 cm oder 14 cm Lüfter zu verbauen. Im Deckel haben wir eine kleine Klappe, diese können wir mit einem Schieber öffnen und herausnehmen. Hier drunter verbirgt sich die Möglichkeit, einen 240 mm Radiator zu verbauen. Das heißt, wenn ihr auf Wasserkühlung umbauen wollt, dann könnt ihr hier ohne Probleme einen 240 mm Radiator installieren. Dann habt ihr natürlich aber den 5,25 Zoll Slot, den ihr unter Umständen aufgeben müsst. Um entsprechend auch eine Pumpe zum Beispiel unterbringen zu können, könnte man nun weitergehen und hier noch den unteren Laufwerkskäfig auch noch entfernen. Nun werden viele sagen, wo soll ich denn dann mit den Laufwerken hin? Ganz einfach, und das ist jetzt ein bisschen besonders, wir haben hier am rückseitigen Teil des Netzteilschachtes die Möglichkeit, zwei 2,5 Zoll Laufwerke zu befestigen. Dafür sind entsprechende Bohrungen vorhanden. Das heißt, diese kommen genau zwischen den Zwischenraum von dem ursprünglichen Käfig und dem Netzteilkäfig. Dort habt ihr also weiterhin die Möglichkeit, 2,5 Zoll Laufwerkschächte zu nutzen. In der Front
jede Menge Lüfterbefestigungsmöglichkeiten, damit ihr auch entsprechend von vorne mit Frischluft versorgen könnt. Auf der anderen Seite, ich mache schon mal die Thumbscrews ab, haben wir zum einen das I/O-Panel, hier auf dieser Seite, mit USB 3.0, Audioanschlüssen und natürlich entsprechend Power- und Reset-Button. Das Besondere an dem Seitenteil ist nun hier noch einmal weitere 2,5 Zoll Schächte im Seitenteil. Das heißt, komplett am Seitenteil versteckt habt ihr nochmal die Möglichkeit, 2,5 Zoll Laufwerke zu verbauen. Eine gute Möglichkeit, wenn ihr also wirklich auf die Laufwerksschächte, die originalen, verzichten wollt, um dann entsprechend eine Wasserkühlung beispielsweise zu realisieren. In einem Mini-ITX-Gehäuse. Das darf man nie vergessen. Wir haben hier kein Micro-ATX-Gehäuse oder ein ATX-Gehäuse. Wir reden hier ganz klar immer noch von Mini-ITX. Unter dem Netzteil verbirgt sich zudem noch ein entsprechender Staubschutzfilter, den man hier rückwärtig herausziehen kann und dann wieder entsprechend sichern kann. So viel zu den Innereien des Gehäuses. Sehr auffällig im äußeren Bereich natürlich hier noch diese Bügel, die wir unten und oben haben. Ganz einfach, es wäre nicht das perfekte LAN-Gehäuse, wenn ihr es nicht problemlos daran auch tragen könntet. Dieses ist aus einem speziellen Material gefertigt, was Bitfenix sich ausgedacht hat. Man versucht hier auch wirklich den Farbton genau zu treffen zwischen diesem Kunststoff und der Metalllackierung. Das heißt, der Ton sieht wirklich haargenau so aus, kaum noch ein Unterschied zu erkennen. Sehr schöne Geschichte. Und dazu das Ganze ein wenig elastisch, nichtsdestotrotz sehr stabil. Das heißt, eine gewisse Dämpfung erfolgt darüber noch und ihr könnt es problemlos daran tragen. Mit diesem Gehäuse als System seid ihr auf der LAN-Party ganz sicher nicht mehr Standard. Eine kleine Mini-ITX-Platine mit einer potenten CPU, einem großen Tower-Kühler, einer langen Grafikkarte, das hat schon was und kann sich sehen lassen. Keiner wird vermuten, dass in diesem kleinen Gehäuse so viel Power steckt, wie ihr da drin beherbergen könnt. Netzteile können in einer großen Länge eingebaut werden. Ihr habt eine große Anzahl von Festplatten, die ihr verbauen könnt. Super Belüftungsmöglichkeiten, Lüfter vorne, Lüfter hinten, Lüfter oben im Deckel oder entsprechend Wasserkühlung, Radiatoreinbau. All diese Möglichkeiten habt ihr und ihr habt jetzt nur noch die Qual der Wahl, was ihr denn da drin einbauen wollt, um auf der nächsten LAN-Party zu zeigen, dass ihr genauso wie CaseKing nicht mehr Standard seid. Insofern viel Spaß beim Auswählen in unserem Online-Shop und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei CaseKing TV.